Im 19. Jahrhundert gab es eine große Tradition von Schenkungen, gerade zu Beginn der Kunsthalle. Und die lebt jetzt wieder auf mit Alexander Schröders Schenkung an uns. Und die ist mit Abstand die größte, die die Kunsthalle je bekommen hat. Besonders ist natürlich jetzt hier auch, dass die Schenkung nicht nur ans Haus geht, sondern dass sie gleich in einem großen Auftritt gezeigt werden kann innerhalb dieser Ausstellung mit dem Titel Inside, die wir hier gemeinsam, Alexander Schröder und ich, kuratiert haben. Ich hoffe, dass das auch andere Leute vielleicht anspornt, loszulassen, dazuzugeben und dass sozusagen man selber die Institution damit jetzt nicht formen kann, aber inspirierend im Positiven zu einem interessanten Ort macht. Über 70 Werke sind jetzt hier in dieser temporären Ausstellung mit dem Titel Inside zu sehen und zu erleben. Das ist ein Titel, der einem Werk von Philippe Thomas entlehnt ist. Also Inside heißt praktisch der Einblick, die Innenschau, nicht nur von Alexander Schröder als Sammler, sondern eben auch ein Einblick, den Besucherinnen und Besucher gewinnen können in diese große Schenkung. Alexander Schröder ist ein wichtiger Galerist im deutschsprachigen europäischen Bereich. Das, was er im Blick hatte, ist auch das, was die Kunsthalle im Blick gehabt hat. Insofern ist es eine wichtige Ergänzung der Sammlung der Kunsthalle. Seine Schenkung ist auch ein Dokument des Sammelns und des Galeristseins in unserer Zeit. Insofern ist es eben tatsächlich ein tolles Zeitdokument mit fantastischen Kunstwerken darin. Ich glaube, der Stellenwert einer Schenkung einer Privatsammlung an eine öffentliche Institution ist dieser, dass jetzt das einer großen Öffentlichkeit gezeigt wird und damit eben das private Tun plötzlich öffentlich wird. Und das ist ein Paradigmenwechsel für den Schenker natürlich. Wir versuchen ja, die Gegenwart abzubilden und das versucht Alexander Schröder in seiner Tätigkeit als Galerist ebenfalls. Und die Ergänzung ist sehr schön sichtbar in dem Raum, in dem wir sitzen. Martin Kippenberger hinter mir. Eine Position, die eigentlich bei uns schon längst hätte sein müssen, weil es vielfältige Beziehungen gibt zu Martin Kippenberger. Und mit der Schenkung von Alexander Schröder ist diese Beziehung jetzt tatsächlich hergestellt. Für ein Museum ist das Sammeln ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Das ist die Kernaufgabe eines jeden Museums. Sorge dafür zu tragen, für die Sammlung, sie auszustellen, sie zu vermitteln, sie wissenschaftlich aufzuarbeiten. Das sind natürlich Lücken, die sich immer ergeben, wenn man eine Sammlung aufbaut. Man kann ja nie irgendwie sozusagen alles abdecken. Und da sind jetzt diese Schenkungen wunderbare Ergänzungen. Da werden Lücken geschlossen und dann natürlich auch teilweise inhaltlich, also Positionen, die sich sehr mit gesellschaftspolitischen Themen auch auseinandersetzen, mit Machtverhältnissen, mit Fragen nach Autorenschaft, Originalität oder auch ganz generell nach Identität. Aber es geht auch um Schwulsein, queeres Leben, Migration. Wir erzählen ja verschiedene Geschichten hier. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und es ist dann auch sehr komplex, was man dann manchmal, wenn man nur so auf dem Sofa sitzt, gar nicht so denken kann. Aber durch so eine doch relativ große Präsentation kommen eben diese verschiedenen Facetten zusammen. Das macht dann Spaß. Ich finde, Kunst gehört ins Museum. Und man muss auch so ein bisschen den ganzen Vorschub leisten, dass es irgendwie aktiv weiter zu sehen ist. Und dass, wenn man das so ein Stück was dazu tun kann, vielleicht anregen kann, dann finde ich das sehr, sehr inspirierend. Und da kommt die Kunst der Kuratorin Brigitte Kölle mit rein, die sehr sensibel aussuchen muss, was eigentlich wir der Nachwelt als Zeugnisse unserer künstlerischen Tätigkeit hinterlassen wollen. Die Sammlung von Alexander Schröder bildet wirklich sehr, sehr interessante Positionen ab. Da das so schön mit unserer Sammlung kongruent geht, verstärkt sich das gegenseitig. Das heißt, diese Schenkung stärkt unsere Sammlung. Gleichzeitig ist diese Schenkung jetzt einem Kontext, die ihr selber sehr gut tut. Und insofern ist, glaube ich, die prophetischen Fähigkeiten von Alexander Schröder finden hier einen schönen Spiegel in den Werken, die bereits vorhanden sind.
Ich empfinde sowohl Dankbarkeit als auch Stolz. Ich denke, das ist auch das Ergebnis von sehr, sehr guter Arbeit, die in der Kunsthalle gemacht wird. Wir versuchen schon deutlich zu machen, dass wir die Ambition haben, eines der besten deutschen Gegenwartsmuseen zu sein. Und wir haben die einzigartige Möglichkeit, die andere Museen nicht haben, die historische Sammlung und die Gegenwart in eine bestimmte Beziehung zueinander zu bringen, die sehr, sehr interessant ist. Und ich glaube, das macht uns wiederum sehr reizvoll für Schenker wie etwa Alexander Schröder.